Willkommen zu einem weiteren kleinen Video hier von meinem YouTube-Kanal. Und zwar heute nochmal ein bisschen, was per Post gekommen ist und was ich eingekauft habe. Da habe ich ein bisschen Schnäppchen gemacht heute. Erzähle ich euch alles gleich noch etwas genauer. Ansonsten ist einiges gekommen zum Weiterbauen, zum Beleuchten auch, wie schon angekündigt. Und ja, es geht grundsätzlich darum, heute am Samstag war ich bei Smith Super Toys, so wenn man die offiziell heißen, die ja auch Sponsor von Lego Masters sind. Und in diesem Zuge gab es die Aktion, dass wenn man für mindestens 50 € Lego kauft, bekommt man 10 € Rabatt. Ich habe dann dankenderweise das ungefähr so hinbekommen, dass ich ungefähr 50,47 € ausgegeben habe, was dazu geführt hat, dass ich eben ungefähr 40 € ausgegeben habe. Und dazu habe ich einiges bekommen, und zwar unter anderem den Bonsai Tree, der eigentlich, glaube ich, UVP 50 € hat. Der war eh schon runtergesetzt auf 30 €. Und dazu gab es dann noch dreimal dieses Päckchen mit dem Lego Shop Mitarbeiter und dieser komischen Lego Maschine und vor allem diesen bedruckten Fliesen. Es ging ja vor allem um die Figuren. Dann habe ich nämlich jetzt 3 Figuren für unseren kommenden Lego Shop. Da werden einfach die Köpfe ausgetauscht und dann haben wir das Problem schon mal gelöst. Die Fliesen hier können wir auch noch ganz gut benutzen und das hier ist ganz gut für die Pick-a-Brick Wall. Die muss ja natürlich auch im Shop sein. Und dazu habe ich dann noch eine Super Mario aus der zweiten Serie, die dritte gab es auch schon, und eine aus der Minifiguren-Serie, das müsste, glaube ich, 21 sein, genau. Ich habe die Tüten schon mal aufgemacht. Und zwar war in der einen diese Krabbe drin, die nutze ich nämlich dann noch für unseren zukünftigen unser Spielwarengeschäft. Das kommt ja auch noch in den Bahnhof. Und hier drin war dann noch der Centaur, also die Zentaurin vielleicht eher, werde ich vielleicht auch noch einbauen, dann später in unserem Mittelalter-Festival. Da hinten seht ihr noch vom letzten Opening die ganzen Marvel-Figuren, die habe ich noch nicht weggeräumt. Und dann habe ich zufälligerweise noch, sehr interessant, dieses etwas ältere Avengers-Heft gefunden. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe hier noch gar keinen Venom. Und da wir ja jetzt demnächst unseren Spider-Man hier vorne unter die Brücke bauen werden, das habe ich ja noch vor, dachte ich mir, wir könnten doch Venom entweder als Jagenden oder als Gejagten einbauen, damit es noch ein bisschen mehr Story bekommt. Und dachte ich mir, nehme ich das Heft doch mal mit, auch wenn es eigentlich schon ziemlich alt ist. Ich weiß nicht, warum das noch im Laden lag. Ja, und dann kommen wir nochmal zum Thema Bonsai-Baum. Ich habe vor, den Baum tatsächlich einfach nur zu bauen und in die Stadt zu bringen, irgendwo hier vorne. Und ich überlege, ob ich ihn jetzt als blühende Variante einbaue, einfach mal eine andere Farbe reinzubringen, oder in der normalen Form. Und vor allem die ganzen braunen Steine werde ich zum Beispiel nutzen, um endlich unsere Terrasse hier mal fertig zu bauen. Oder als Teil der kommenden Hütte hier vorne, die ja noch an den Strand kommt, hier mit Thor und seinen Kumpanen. Und auch die anderen Steine werden einen guten Platz finden. Es ist also hauptsächlich, ging es um den Baum und einen Teillieferant. Das Ganze hat dann sozusagen 30 € gekostet. Minus, ja, umgerechnet muss man sagen, minus 20%. Also hat das ganze Set mich ungefähr 24 € gekostet. Kann man nichts dagegen sagen, vor allem als Teillieferant für 878 Teile, 24 € ist eine gute Geschichte. Ich habe ein bisschen Husten, weil ich mich vorhin irgendwie verschluckt habe an irgendwas. Also das ist nicht schon wieder Krankheit. Also nicht wundern. Ja, so viel dazu. Ansonsten gehen wir erstmal zum nächsten Thema zurück, sage ich schon weiter, besser gesagt. Und zwar geht es um die neueste Lieferung von meinem Beleuchtungspartner Illuminate Your Bricks. Da ist einiges dazugekommen. Und zwar sehr viele von diesen Zweierverbindungen, die im Prinzip Verlängerungsstücke sind. Dann ganz wichtig, das hier ist ein Element, mit dem ich einen Flackereffekt gestalten kann, der ähnlich aussieht wie Feuer. Und das ist ganz wichtig, weil wir ja hier vorne noch ein Lagerfeuer demnächst an den Strand bauen werden. Dafür war das hier ganz, ganz wichtig. Ansonsten noch weitere Striplights in warm-weiß werde ich unter anderem brauchen. Glaube ich vielleicht auch noch in der Beleuchtung der Geschäfte im Bahnhof. Dann haben wir noch 15 cm Verbindungskabel. Einige Stück kann man immer gebrauchen. Das gleiche nochmal in 30 cm. Und ganz wichtig natürlich 15 cm Bitlights, die braucht man für alles Mögliche, unter anderem zum Beispiel auch zur Beleuchtung des chinesischen Restaurants, aber auch zum Beispiel zur Beleuchtung von Fahrzeugen. Dazu kommen wir gleich nochmal, wenn wir zu den Paketen schauen.
Dann nochmal hier 12er Verteiler, die habe ich glaube ich noch nie benutzt, aber sind sehr schick. Und dann haben wir noch Flashing Lights in 15 cm, die eben diesen Blinkeffekt haben. Die nutze ich unter anderem ja zum Beispiel hier vorne, man sieht es jetzt gerade schlecht hier, oder als Blinker oder sonst irgendwas. Wir werden es auf jeden Fall demnächst noch hier in der Stadt brauchen. So, zum Abschluss schauen wir jetzt noch in diese 3 Pakete rein. Und zwar zum ersten gucken wir mal in dieses rein. Ich nehme mal die Anleitung raus. Das spricht schon mal dafür, dass es ein Lego-Set ist, und zwar ein gebrauchtes. Es ist die, ich zeige euch mal die Anleitung, Nummer 4434, laut Verkäufer von eBay Kleinanzeigen vollständig. Ein Baufahrzeug, ich dachte, das sieht ganz gut aus, ist 6er Breite, also perfekte Breite für unsere Stadt. Und das könnte man super bei der Baustelle benutzen. Hat mich, glaube ich, ungefähr 16, 17 Euro gekostet mit 2 Figuren und dem Ganzen kann man super beleuchten. Werde ich demnächst mal zusammenbauen und beleuchten, wie gesagt. Ist ein älteres Set, wenn man es nach einer Nummer erkennt, wie gesagt, 4434, ist, soweit ich weiß, von 2012 ungefähr. Scheint gut erhalten zu sein auf den Fotos. Ich habe mir die Steine noch nicht genau angeschaut, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Investition für die Stadt gewesen. Dann haben wir hier noch ein Paket, da schauen wir mal kurz von oben rein. Und zwar sind das einfach nur ganz viele neue USB-Kabel. Und zwar in verschiedenen Längen. Ich hatte bisher nur ein 3 Meter Kabel, um von hier vorne die Verkabelung ganz nach hinten zu legen. Und dann hauptsächlich 1 Meter Kabel, die aber teilweise einfach zu lang sind. Jetzt habe ich noch ein paar gekauft in einem halben Meter und ich glaube in 20 oder 30 Zentimetern, um demnächst mal die Verkabelung unterm Tisch ein bisschen zu optimieren. Ich habe neue Kabel gebraucht. Und was man sagen muss, das sind absolute Billigkabel. Für die Datenübertragung sind sie nicht geeignet, zur Stromübertragung super, denn man muss sagen, dieses Kabel kostet 60 oder 61 Cent. Und lustigerweise ist es vollkommen egal, ob ich das in 1 Meter, einen halben Meter oder 20 Zentimetern kaufe, es ist immer der gleiche Preis. Und hier noch eine Steinelieferung, die ist ganz wichtig, würde ich sagen, denn wir haben hier drin sehr viele von diesen Elementen, um den Strand mal fertig zu bauen. Dazu noch ein paar in 2x3 und das hier sind hauptsächlich Steine, die ich genommen habe, weil sie einfach da waren. Die benutze ich ja sehr oft auch im Bahnhof und das hier sind Stützelemente, die habe ich einfach mitgenommen. Und hier noch ein paar Steine, um noch ein paar Bäume demnächst bauen zu können, hier irgendwo im vorderen Bereich. Und ganz viele von diesen 1x2er Fliesen in Dark Bluish Gray, das müssten ungefähr 1000 Stück sein, damit wir, ich stehe mal kurz hier wieder auf, dass wir hier in absehbarer Zeit diesen Bereich hier fortführen können, dass wir hier mal irgendwie diese Lücke, das haben wir ja noch nie irgendwas gemacht, das möchte ich in absehbarer Zeit machen und dafür sind die Steine. Das war dann sozusagen die Planung für die nächste Zeit. Haul, Videos, Beleuchtung, Steine, was auch immer ich alles gekauft habe. Ich hoffe, hat dieser kleine Einblick ein bisschen gefallen, ein bisschen Blick in die Zukunft und ja, das war's für heute. Das nächste Video wird dann hoffentlich wirklich das Update-Video. Und dann würde ich sagen, vielen Spaß noch beim Selberbau natürlich. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Treue und wir sehen uns das nächste Mal. Bleibt gesund und tschüss!